Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage für das Kollektiv. Bin gespannt, was ich uns mitteilen darf. Wie immer, jedes Mal sage ich am Anfang Danke für jedes Like, für jeden Kommi. Da macht ihr sehr viel mehr Gutes, als ihr wisst. Und jetzt schauen wir mal, was ich uns mitteilen darf. Es kann hier ein bisschen um Nachrichtenaustausch gehen, der Diskussionen mitbringt, aber zugleich eine große, große Klärung. Ja, die Sterne im Haus des Kles, das ist etwas, was sich auszahlt, wo wir für uns eingestanden haben, vielleicht auch verbal. Und etwas, was uns wieder in den Flow bringt. Ne? Also haltet durch, in den nächsten 2 Wochen ist hier Klärung zu sehen, bei allem, wo ihr gedacht habt, es geht nicht voran oder ich befinde mich so im Modus, ich fahre mit angezogener Handbremse. Ne? Hier sind mögliche Neubeginne angezeigt, die können jetzt mit der Häuslichkeit zu tun haben, mit dem Umfeld, aber auch da so mit dieser Energie, dass es zäh ist. Aber es ist eine Woche oder nächste 14 Tage, wo wir Veränderungen an vielen Lebensbereichen haben, möglicherweise auch bei allem, was wir neu beginnen oder ja, wo wir so wieder frische jugendliche Energie brauchen. Ist ja eine größere Lernphase auch. Und es geht hier um Konflikte, die man mit dem Leben an sich hat. Das sind ja bei uns verschiedene Bereiche. Jeder tut sich woanders schwer. Hier ist es eine Aufgabe auch für jeden, zu gucken, wie ist mein Leben, wo stagniere ich, wo bin ich im Konflikt, wo stehe ich mir vielleicht auch selbst im Weg. Also eine große Lernphase einfach. Für viele liegen hier Veränderungen am beruflichen Bereich und auch am häuslichen Bereich. Das hier ist so tatsächlich, man ändert das Umfeld, man verändert was in den Wohnungen, in den Häusern. Man hat vielleicht die Möglichkeit für einen günstigen Mietvertrag. Man informiert sich, man guckt ganz genau hin, man liest zwischen den Zeilen, ne? Man klärt Dinge. Und hier entstehen Wege, die uns da mitbringen, ja, wo wir vielleicht gedacht haben, das wird hier nichts, ich komme nicht von der Stelle. Die Wege, die hier entstehen in den nächsten 14 Tagen, die sind sehr mit Klärungsantworten verbunden. Die lösen Konflikte, auch vielleicht mit der Arbeit, mit dem Thema, an was arbeite ich. Und die sind am Ende so, dass sie auch auf die nächsten 3 Monate sehr gute Auswirkungen haben. Wir haben im Haus der Sterne den Schlüssel drin. Ne? Das ist schon mal gigantisch. Hier kann sein, dass wir mit Sicherheit einen Weg finden, der einen Erfolg für uns mitbringt, einen persönlichen, der auch sehr blockadenlösend ist, der ganz neue Türen öffnet, also nichts, was wir schon kennen, und der uns irgendwie ein Gefühl gibt von, ich fühle mich sicherer, ich bin geerdeter, ich habe meine Herausforderungen, die kann ich verbuchen. Aus dem, was mir in den Weg gelegt wird, habe ich das Beste gemacht. Ja, mit Veränderungen am finanziellen Bereich, auch das kann sein, stehen Entscheidungen an oder werden uns neue Türen geöffnet, die irgendwie auch was mit einem Zufriedenheitsgefühl zu tun haben. Also Dinge entwickeln sich hier wie von uns geplant oder wie von uns gewünscht.
Wir haben hier Entscheidungen, die legen sich hier so zentral, dass man viele Themen sehen kann. Ne? Für einen oder anderen sind es Entscheidungen am Beziehungsbereich, Wege, die man mit Partnern geht. Für den anderen ist es die Herausforderung, Verbindungen aus der Vergangenheit mit entsprechenden Lernaufgaben. Die ein oder anderen stehen vielleicht zwischen zwei Personen, müssen sich entscheiden. Ne? Man sieht hier irgendwie auch, dass man Möglichkeiten hat, vertragliche Dinge mit Ämtern und Behörden oder den Selbstständigen oder den Wohnungen. Man sieht das berufliche Konstrukt dabei, das betrifft hier aber auch sehr viel das Gegenüber und sehr viele Bereiche, wo man denkt, die berufliche Situation ist verfahren. Da kann sehr schnell ein neuer Weg entstehen, eine neue Möglichkeit, die hier auf jeden Fall Glück mitbringt, auch wenn es zunächst mal nicht so scheint. Das beruflich-finanzielle Konstrukt wird hier auch auf einen anderen Weg gebracht. In unserem Haus liegen die Blumen drin, das ist sehr schön. Möglicherweise finden hier Treffen statt, es sind Einladungen, es kommen Geschenke, etwas passiert so, wie wir wollen. Es hat hier sehr viel auch mit Emotionen zu tun und es kann hier Veränderung auch sein im Bereich der Selbstständigen. Es kann etwas sein, was auf viele Lebensbereiche ausstrahlt hier. Wir selbst liegen im Haus der Sonne drin. Ne? Da ist es immer so, dass wir ein Ja kriegen zu den Dingen, dass wir gute Energie haben. Ne? Wir haben hier die Sonne im Haus der Nachrichten, also rechnet auch mit guten Nachrichten, mit Zusagen. Es kann jetzt hier tatsächlich aus dem Umfeld ins Umfeld reinkommen oder den häuslichen Bereich betreffen. Das Einzige, was ich hier sehe, ist, dass wir uns viele Gedanken machen. Möglicherweise auch um alle Themen, die ich eben benannt habe. Wir haben das Gegenüber, die Verbindung, die Häuslichkeit, das Umfeld, die Elternthemen. Möglicherweise lassen wir hier auch mal was weg, was uns Energie nimmt. Auch das kann die Lernaufgabe sein. Ne? Mach etwas Kleineres, zieh dich irgendwo raus. Dann entsteht daraus was Gutes. Hier ist ein sehr, sehr rasches Eintreten von Sachen, die an die Oberfläche kommen. Das können unausgesprochene Dinge sein, das können Infos sein, die plötzlich zur Verfügung stehen. Es kann um einen Kampf gehen, den wir geführt haben, eine Herausforderung im Leben. Es geht darum, irgendwie Harmonie zu schaffen. Man sieht die Familienthemen im Haus der Arbeit auch drin. Möglicherweise ist hier etwas, wo sich Familie verändert und wir müssen uns mitverändern. Das könnte auch die Erfahrung sein aus der Vergangenheit oder dass man eben da nochmal drüber nachdenkt, reflektiert, bilanziert. Ich habe das so, dass wir ein bisschen auch im Thema Vertrauen geprüft werden. Hier liegt eine Person im Hause des Fuchses. Heißt für mich auch immer so ein bisschen, nicht jeder meint es gut mit uns. Wo sind Themen, wo wir vielleicht auch falsche Infos weitergegeben kriegen? Könnte hier gerade beim vertraglichen Bereich auch sein oder bei jemand, wo man dachte, man hätte mehr Vertrauen. Das ist hier so die Kunst zwischen Vertrauen und Misstrauen gut zu wählen.
Es kann ja auch sein, dass wir uns ein bisschen unsicher fühlen oder dass eben Sachen raus oder an die Oberfläche kommen, wo wir denken, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ne? Und das ist dann wieder der Grund, der hier für eine Veränderung sorgt. Hier sind Umbrüche auch am finanziellen Bereich. Man überlegt sich sehr gut, wo investiert man was, wo gebe ich Energie rein, wo muss ich Wege ändern. Kann ja auch um Gelder der Familien gehen oder eben vom Umfeld raus an sich, vom Arbeitsplatz, von den Paaren gemeinsam oder von den Eltern auch. Es geht hier so ein bisschen auch darum, dass wir in kleineren Bereichen, sag ich mal, die Richtung ändern. Genau das könnte hier der Schlüssel sein. Und das ist so, dass wir nicht so viel mit den Emotionen drauf gucken, sondern dass wir auch klug handeln, entscheiden. Also sich nicht nur von Emotionen tragen lassen. Weil hier zeigen sich schon Dinge an, die eine andere Richtung mitbringen. Vor allem in die Situationen, die lange gestoppt haben oder keine Antwort übrig hatten. Bei der Liebe ist es hier so, die liegt hier auch im Haus des Buches drin. Ne? Im Haus der Liebe liegt das Kleeblatt. Hier geht es vielleicht auch um die Sachen, wo man denkt, ich bin zwar glücklich, aber nur kurz, mir ist etwas zu oberflächlich. Selbstwertthemen sind ja auch dabei. Ne? An welchem Platz stelle ich mich? Wo denke ich drüber nach? Das Gegenüber scheint hier irgendwo ein bisschen im Mangel zu sein oder auch mit offenen Fragen beschäftigt. Im Haus des Gegenübers liegt der Mond drin, also es können ja auch Schattenthemen sein, die das Gegenüber hat oder über die das Gegenüber nachdenkt, Lösungen sucht. So, wir haben den Mond dabei und unterm Deck haben wir den Bambus mit der Anpassungsfähigkeit. Die Energie des Bambuses ist leicht und die fordert uns auf, dass wir ein bisschen flexibler sind, dass wir uns beugen, anstatt abzubrechen. Und manchmal sieht man auch irgendwas auf einen zukommen oder man erahnt es. Hier ist ja auch große Angebundenheit. Und man darf diese Begebenheit auch mal umgehen. Ne? Wenn man so merkt, etwas geht in die gleiche Richtung oder könnte jetzt, dann muss man nicht immer so durchrennen und immer wieder diese Kampfnatur haben, sondern wenn man da mal flexibel reagiert, kann auch durch viele Seiten wieder etwas Gutes ins Leben flutschen. Hier ist eine sehr spirituelle Zeit. Hier ist spirituelles Wachstum und manchmal mag das auch ein bisschen drückend sein, aber das ist hier so, dass wir eben uns dem nicht in den Weg stellen, sondern dass wir das annehmen, dass es genau zur richtigen Zeit kommt. Hier kann schon sein, dass wir sehr durchlässig sind, dass wir viele Zeichen bekommen. Der Mond erinnert uns auch an die Zyklen im Leben, die sich immer wiederholen. Und hier ist etwas, was wir beachten sollen. Also es gilt auch achtsam zu sein für diese Zeichen. Möglicherweise guckt man auch mal gerne in den Nachthimmel rein und lässt sich davon inspirieren. Und es geht darum, und das ist eine sehr zentrale Aussage. Man soll das Leben so betrachten, wie es sich entwickelt, anstatt sich drin zu verstricken. Und das könnte hier die Aufgabe sein, ne? Anpassungsfähiger sein, nicht die gleichen Fehler immer wieder machen
offen sein für Überraschungen. Und hier können auch himmlische Wunder sein, die aus unerwarteter Richtung kommen. Das ist manchmal auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen übel und danach zeigt es sich als große Entlastung. Wir nehmen noch ein Krafttier und dann lassen wir das so stehen. Auch hier ist wieder Intuition, in sich gehen, Stille. Wir haben die Gottesanbeterin. Wir werden geschützt und geführt. Wir sind angebunden an unsere Intuition, an oben. Es ist so spannend, denn hier oben haben wir ja die Kombination mit Herausforderungen im Leben und die Gottesanbeterin kommt, um einen in einem bestimmten Lebenskampf auch anzuführen. Sie lehrt, für sich einzustehen, für Handlungen, Taten Verantwortung zu übernehmen, sich neu auszurichten, sich zu verbinden. Hier braucht man echt sehr viel Achtsamkeit auch, Vertrauen und auch dieses Ding, das könnte auch die Lernaufgabe sein, auch wenn ich es noch nicht greifen kann. Für mich ist gesorgt und das ist so das Vertrauen, das man ins Leben an sich hat. Manchmal ist es auch so, dass man stiller wird und bei Gesprächen einfach nicht das Ganze so verliert. Möglicherweise ist das auch etwas, wo man sich anpasst, dass man eben nicht immer, vor allem da, wo man schon 1000-mal hat, etwas wieder dazu sagen muss. Ne? Gut, wir nehmen einen Glücksimpuls, dann wünsche ich euch schöne 14 Tage. Ein Glücksfall erwartet uns, der es uns ermöglicht, im kleineren Bereich andere Richtungen einzuschlagen. Ihr Lieben, macht es gut und bis zum nächsten Mal.